Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Mit dem Verweis auf diese Volksweisheit hatte Bundeskanzler Scholz ja sein Augenklappen-Outing selbstironisch kommentiert. Ähnliches könnte er auch über das Heizungsgesetz seiner Ampelregierung sagen. Weil sich die Koalition darüber selbst so zerlegt hatte und das Ganze zu einem solch mühseligen und verwirrenden Gezerre wurde, hat die Opposition da ein leichtes Spiel und hat das bei der Debatte heute im Bundestag natürlich auch weidlich genutzt. Aus Berlin, Frank Buchwald. Die Gelegenheit war günstig und die Opposition hat sie genutzt. Es geht um Habecks Heizungsgesetz am Ende einer langen Haushaltswoche. Und so gerät die zweite und dritte Lesung des GEG im Bundestag zu einer weiteren Generaldebatte. Sie befördern Wut, Frust, Verdruss im Land. Ihr Heizungsgesetz ist ein Vertrauensverlustgesetz. Das ist das, was Sie anrichten. Sie sind ein Konjunkturprogramm für die Populisten im Land. Das ist das eigentliche Problem. Einen entsprechenden Ton hatte die AfD vorher bereits angeschlagen. Sie zwingen uns Bürger gegen jede Logik und Vernunft etwas auf, das uns verarmt und enteignet, ohne irgendeinen Nutzen, weder fürs Klima noch für die Menschen. Vertrauensverlust, der Vorwurf begünstigt erstaunliche Allianzen. Auch die Linkspartei beklagt, in diesem Verfahren missachte die Koalition das Parlament. Wo leben wir denn? Das ist eine Missachtung, meine Damen und Herren, eine Missachtung. Wo ist eigentlich Ihr Selbstbewusstsein, Parlamentarier von SPD, Grünen und FDP? Sie lassen das einfach so. Sie zerstören Akzeptanz und Vertrauen bei den Menschen. Die so gescholtenen Koalitionsfraktionen wehren sich, kontern mit Sachargumenten. Vielleicht kann man sich ja auch noch mal daran erinnern, wer Klimaschutzgesetz und Klimaschutzziele hier gemeinsam beschlossen hat. Und jetzt zu blockieren und zu sagen, wir nehmen das sogar noch mal zurück, das ist Misstrauen, das ist kein Vertrauen in Zukunft. Und das ist das, was Sie hier heute gemacht haben. Der Ton der Debatte aber bleibt scharf. Die FDP keilt zurück, vor allem in Richtung Union. Dieses Land hat doch mit planwirtschaftlichen Ansätzen in den letzten 15 Jahren seine Erfahrung gemacht. An keiner einzigen Stelle haben wir sinnvoll die Klimaschutzziele erreicht. Diese Koalition will den Klimaschutz erreichen und das mit Marktwirtschaft in Verbindung bringen, Herr Heimann. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der CDU-Abgeordnete Heilmann hatte vor dem Verfassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen das Gesetz erstritten. Empfindlicher Rückschlag für die Bundesregierung. Der verantwortliche Minister lobt sein Heizungsgesetz. Wenn abstrakte Vorschläge jedoch konkret würden, dann verändere sich die öffentliche Diskussion. Es ist natürlich etwas ganz anderes, den Kohleausstieg, meinetwegen den Atomausstieg zu beschließen oder ein Gebäudeenergiegesetz, wo wirklich Millionen von Haushalten konkret betroffen sind. Dass das eine andere Debatte ist, eine schwierigere, eine Debatte, die Sorgen verursacht, das ist in der Tat so. Er nehme diese Sorgen sehr ernst, sagt Habeck dann noch. Das Gesetz aber schütze die Bürger vor steigenden CO2-Preisen. Der Praxistest dafür steht noch aus. Der weite Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit in der Politik hoffentlich nicht. Das Gezerre um das Heizungsgesetz und die vielen anderen Koalitionsstreitigkeiten sind auch keine große Hilfe für jene Vertreter der Ampelparteien, die gerade im Wahlkampf sind, in Hessen und Bayern. Für beide Länder hat die Forschungsgruppe Wahlen ein Politbarometer extra erstellt. In Bayern fällt da vor allem der Stimmenzuwachs der Freien Wähler ins Auge. Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU nur auf 36%. Die Grünen ebenfalls mit leichten Verlusten auf 16%. Gleich auf die Freien Wähler, die damit um mehr als 4 Prozentpunkte zulegen würden. Auch die AfD könnte ihr Ergebnis steigern auf 12%. Die SPD verharrte bei mageren 9 und die FDP würde nicht mal mehr die 5%-Hürde schaffen. Markus Söder kann mit so einem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein. Zwar wünschen ihn sich 54% der Befragten als Ministerpräsidenten. Und der CSU wird bei Themen wie Bildungspolitik und Wirtschaft mit Abstand die größte Kompetenz zugeschrieben. Aber bei der entscheidenden Sonntagsfrage zahlt sich das nicht entsprechend aus. Darüber habe ich mit Markus Söder vorhin gesprochen und ihn auch gefragt, warum die Flugblattaffäre nicht ihm, sondern Hubert Aiwanger nutzt. Zuvor aber die Reportage von Jutta Sonnewald und Christoph Wiesel, die dem Aufwind der Freien Wähler nachspüren.
Das neueste Umfragehoch beflügelt Hans Friedl heute beim Wahlkampf in Germering westlich von München. Als Direktkandidat der Freien Wähler für den Bayerischen Landtag sieht Friedl sich in seiner jahrelangen kommunalen Arbeit an der Basis bestätigt. Die Bürger sagen, die sind wenigstens für uns da. Die können wir ansprechen, die sind bei Vereinsfesten da, die sind bei Versammlungen, Mitgliederversammlungen da, sind die Freien Wähler da und die sind nicht so abgehoben. Auch er gibt sich als Volksfreund gerne auch mal mit rebellischen Zügen. Hubert Aiwanger letztes Wochenende bei einem Bikertreffen in Niederbayern. Die Affäre rund um das Holocaust verhöhnende Flugblatt scheint ihm nicht geschadet zu haben. Im Gegenteil, der Freie Wähler-Chef sieht sich als Opfer jetzt noch fester im Sattel als zuvor. Die Bevölkerung solidarisiert sich mit uns, weil sie sehen, dass hier eine Kampagne gefahren worden ist, um die Freien Wähler, um auch meine Person zu beschädigen. Sie sehen sich mit Umfragewerten von 12% ebenfalls im Aufwind. Die AfD in Bayern heute beim Wahlkampf mit ihrer Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner im niederbayerischen Dingolfing. In der Flugblattaffäre hat sich die AfD zwar hinter Aiwanger gestellt, doch sehen sie die Freien Wähler eigentlich als Konkurrenten rechts der Mitte. Hubert Aiwanger hat sich das ja auf die Fahne geschrieben, dass er unsere Wählerstimmen der AfD abjagen möchte. Die Wähler sind in Bayern derzeit dabei zu sondieren, wollen sie wirklich Aiwanger wählen, die Scheinopposition, oder gehen sie doch zum Original, zu der Alternative für Deutschland? Nagen nun schon zwei Parteien am rechten Rand der CSU? Sowohl die AfD als auch die Freien Wähler sprechen Menschen an, die in den Christsozialen das verhasste Establishment sehen. Doch AfD und Freie Wähler in einen Topf zu werfen, gehe zu weit, so die Politologin Jasmin Riedl. Die Freien Wähler würden auf keinen Fall den Klimawandel leugnen, wollen auch klimapolitische Maßnahmen durchsetzen. Sie wollen nicht die EU auflösen und sie sind einfach keine rechtspopulistische, bis zum Teil auch rechtsradikale Partei. So sieht es auch Markus Söder, der im Wahlkampf Werbung macht mit seinem Idol Franz Josef Strauß und dessen Motto: Wir wollen mit rechtsradikalen Narren und Extremisten nichts zu tun haben. Dennoch muss er sich die Kritik gefallen lassen, mit Aiwanger an einem Vize festzuhalten, der Vorwürfe einer möglichen rechten Gesinnung als Gymnasiast nicht zweifelsfrei entkräften konnte. Dafür steckt die CSU nun mit 36% in einem Umfragetief und Söder in einem Dilemma. Wir werden genau beobachten, welchen Weg die Freien Wähler weitergehen, was das jetzt möglicherweise an Veränderungen gibt. Aber wenn ich an unsere Kabinettskollegen denke, auch die Staatssekretäre, viele Kommunalpolitiker, das sind eindeutig in der Mitte tief verankert. Und die Freien Wähler wählen am Ende ihren Weg selbst. Söder hat sich mit seinem alternativlosen Bekenntnis zu Aiwanger und den Freien Wählern von ihnen abhängig gemacht, nach den heutigen Zahlen mehr denn je. Nun muss er aufpassen, nicht vom politischen Treiber zum Getriebenen zu werden. Und der bayerische Ministerpräsident ist uns aus Nürnberg zugeschaltet. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. Wenn man sich dieses Politbarometer extra anguckt, diese aktuelle Stimmungsaufnahme, dann scheint das, als hätte diese Flugblattgeschichte Herrn Aiwanger genutzt und Ihnen geschadet. Wie bitter ist das für Sie? Ja, zunächst mal kommt es darauf an, dass wir diese Affäre abgeschlossen haben. Ich habe eine schwere Entscheidung zu treffen gehabt. Und man sieht ja auch im Politbarometer, dass das Krisenmanagement insgesamt von der überragenden Anzahl der Bürgerinnen und Bürger geschätzt wurde. Was die Umfrage jetzt betrifft, ich glaube, da ist viel so Solidarisierung drin. Es waren sehr auffüllende Wochen, die letzten zwei, auch für die Bayern. Und deswegen gab es viel Solidarität. Aber ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Wochen möglicherweise wieder verändern. Für uns ist sicher noch ein bisschen Luft nach oben drin. In anderen Umfragen liegen wir deutlich drüber. Aber das sind alles nur Momentaufnahmen. Ich glaube, was entscheidend ist, es geht in Bayern jetzt nicht nur um eine Person, sondern um 13 Millionen Bayern. Deswegen ist meiner Sicht das Ganze abgeschlossen und wir konzentrieren uns auf das, was entscheidend ist, nämlich die Zukunft des Landes. Ja, Sie hatten das ja heute in der Pressekonferenz auch von Fieberkurven gesprochen, durch die man das erklären kann. Aber die Freien Wähler waren schon vor Wochen, als es noch gar keine Flugblattaffäre gab, im Aufwind. Da sah das schon nicht so sehr viel anders aus. Also kann das allein ja keine Erklärung dafür sein, dass da die Freien Wähler auch Ihnen offenbar Wähler wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil wenn Sie alle Umfragen sehen, über alle Institute hinweg, klar, das ZDF orientiert sich an seinem eigenen Umfrageinstitut sozusagen, aber über die ganzen Umfragen hinweg waren die Freien Wähler relativ stark zwischen 11 und 12%. Das war das Ergebnis bei der letzten Landtagswahl. Und dass sie normalerweise, wenn man 5 Jahre dann regiert, aus der Opposition heraus, mal 1% oder 2 zulegt, das ist nicht so überraschend. Viel überraschender ist dann aber jetzt halt gewesen der jetzige Schub nach vorne. Aber der kommt aus meiner Sicht aus dieser Fieberkurve, aus dieser Solidarität, aus dieser
Stimmungsgelagenheit der letzten Tage. Das glaube ich aber wird sich oder kann sich noch sehr schnell ändern, weil am Ende kommt es ja auf eines an. Wenn Sie die Charts sehen, im Politbarometer werden ja 2 Fragen auch stark gestellt. Wer hat die Kompetenz? In den zentralen Fragen, beispielsweise Wirtschaft, das ist die CSU. Und die wichtigste Frage vielleicht, wen wünschen sich die Bayern als Ministerpräsident? Und das ist ein ziemlich deutlicher Wunsch, gerade im Vergleich zu vielen anderen Wahlen und Wahlgängen. Und am Ende... Das Komische ist nur, dass es dann trotzdem, und die Mehrheit der Wähler sagt ja auch, sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Aber warum sind es dann nur 36%? Das ist noch schlechter als das historisch schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl 2018. Und damals haben Sie von einer politischen Nahtoderfahrung gesprochen. Eben auch, weil Sie merkten, dieser Versuch der AfD... Die war lange davor. Nee, das war 2018, als Sie sagten, das war eine politische Nahtoderfahrung in diesem Wahlkampf. Aber die Nahtoderfahrung war nicht das Ergebnis, sondern die war lange zuvor, als wir bei Umfragen waren, 3 Tage vor der letzten Landtagswahl, hat uns die gleiche Forschungsgruppe Wahlen 3-4% weniger gegeben. Und dann haben Sie ganz schnell den Sound auch geändert. Das war damals die Zeit. Und eben nicht mehr darauf gesetzt, die AfD quasi, der AfD hinterherzulaufen. Auch Ihr damaliger Generalsekretär hat gesagt, ein Stinktier überstinkt man nicht, das war ein Fehler. Jetzt stellt sich die Frage, nun ist Herr Aiwanger ist nicht die AfD, aber es geht ja auch um eine Umarmungsstrategie und die Hoffnung, dass man mit ihm zusammen ist, dass am Ende dann eher ihn nutzt, wenn er sich in der Regierung auch entzaubert. Aber er scheint durch diese Koalition immer stärker zu werden, im Gegensatz zu Ihnen. Zunächst noch mal, um das einfach mal zu klären, die ganzen verschiedenen Argumente. Entscheidend ist für uns, wir haben auch das letzte Mal kein schlechtes Ergebnis erzielt. Wir haben eine andere Situation. Wir haben das erste Mal 2018 bei der Landtagswahl eine AfD gehabt. 2013 hatten wir das nicht. Und AfD und Freie Wähler zusammen, Sie haben es angesprochen, haben heute Prozente, die auch bei Edmund Stoiber und anderen damals natürlich die Wahlergebnisse verändert haben. Wir müssen uns auf die neue Zeit einstellen. Dafür ist ein Ergebnis in der Nähe der 40 ein zumindest, sagen wir mal, belastbares Ergebnis. Zweiter Punkt. Wir sagen ganz klar, wir wollen auf keinen Fall Schwarz-Grün, weil wir eine klare Distanz zu der Ampel zeigen. Die Ampel hat in Bayern wie in ganz Deutschland jeden Bezug zur Bevölkerung verloren. Sie ist geradezu offline zu den Empfindungen der Menschen und handelt auch weitestgehend gegen die Interessen vieler Menschen. Jedenfalls empfinden die das so. Und vor dem Hintergrund ist ganz klar kein Schwarz-Grün. Das garantiere ich auch ganz persönlich. Und wir wollen die bürgerliche Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Ja, und jetzt kommt es halt in den nächsten 4 Wochen, es sind noch 4 Wochen an, einfach noch mal klar zu machen, was entscheidend ist. Und ich sage es jetzt trotzdem noch mal, diese Solidarität der letzten Tage, die verstehe ich auch, die ist auch in Ordnung. Haben auch übrigens viele CSUler gezeigt, weil wir einfach gesagt haben, die Entscheidung des Ministerpräsidenten ist richtig. Und jetzt kommt es halt darauf an, klar zu machen, wer hat die Kompetenz, wer führt an und wer ist auch die entscheidende Kraft. Herr Söder, und das wenn ist die CSU und der Ministerpräsident. Die Wahlkampfrede noch mal kurz unterbrechen darf, um auf das zurückzukommen, was Sie eben sagten. Auf keinen Fall Schwarz-Grün. Sie haben es ja noch stärker formuliert. Die schwarz-grüne Gefahr in Bayern ist gebannt. Wie glaubwürdig ist das eigentlich, wenn das Sie oder auch Herr Merz die Grünen quasi als Leibhaftigen an die Wand malen, aber in 6 Bundesländern Unionsministerpräsidenten oder Unionsparteien ganz unproblematisch mit den Grünen zusammen koalieren? In Hessen ist ja auch gerade Wahlkampf. Wie ist das für Herrn Rhein, wenn Sie sagen, Grün geht gar nicht, der koaliert mit denen? Ja, das ist ja Hessen, aber wir sind ja Bayern. Und in Bayern entscheiden wir eben anders. Und ich habe das letzte Mal so entschieden. Auch das letzte Mal haben sich die Grünen angeboten, zum Teil auch angebietet und wollten unbedingt in die Regierung. Wir haben auch Gespräche geführt und haben damals schon festgestellt, da gibt es keine belastbare Basis. Das hat sich noch vertieft. Das Wirken der Grünen in der Ampel, diese ganzen Fragen, die vielen deutschen Menschen einfach nerven, diese Frage, was darf man essen und, ja, aber jetzt nicht, das wissen wir ja, dass das Ihre Themen sind. Ja. Lassen Sie mich doch ganz kurz den Gedanken noch zu Ende bringen. Sie haben mich aber gefragt und ich will ja, genau, und darauf hätte ich auch gerne eine Antwort. Lassen Sie mich doch einfach antworten. Auf diese strategische Frage ist es gut, sich diese Machtoption zu nehmen und zu sagen, auf gar keinen Fall, niemals. Ich glaube, dass das die Zuschauer interessiert. Manchmal sogar mehr als noch die 15. Zwischenfrage interessiert die Zuschauer. Was denkt eigentlich jemand, den man interviewt? Und deswegen möchte ich den Gedanken zu Ende entwickeln. Bei uns in Bayern haben wir damals gesagt, wir machen nicht Schwarz-Grün. Wir machen jetzt auch nicht Schwarz-Grün, sondern wir werden eine bürgerliche Koalition fortsetzen, die übrigens auch nicht an einer Person hängt. Und wir haben gute Ergebnisse erzielt. Bayern geht es besser als nahezu allen Bundesländern. Also never change a winning team. Und deswegen ändern wir das nicht, setzen weiter auf eine Zusammenarbeit. Natürlich ist ganz klar, das war jetzt eine Belastung. Das hat das Ansehen Bayerns auch herausgefordert. Und deswegen sind auch die Freien Wähler gefordert, aus deren Sphäre ja die Herausforderung kam, diesen Ansehensverlust aufzuarbeiten. Ich habe jedenfalls eine stabile Regierung geführt über viele Jahre und habe die Stabilität in diesen schweren Zeiten auch erhalten. Danke, Herr Söder, für das Gespräch. Sehr gern.
Für die Landtagswahlen in Hessen gibt es, wie gesagt, auch ein Politbarometer extra. Und das sieht in der Sonntagsfrage wie folgt aus. Die CDU mit Ministerpräsident Rhein würde auf 30% zulegen. Der grüne Koalitionspartner bliebe relativ stabil, 19%, gleich auf die SPD mit Spitzenkandidatin Faeser. Die AfD käme mit Zuwächsen auf 16%. Die FDP müsste etwas federn lassen, wäre mit 6% aber im Landtag vertreten. Die Linke mit 3% hingegen nicht mehr. Beide Politbarometer extra mit allen Fragen und Ergebnissen können Sie online abrufen auf ZDF heute. Und jetzt erstmal die Nachrichten mit Heinz Wolf. Vandalismusschäden sind laut der Bahn Grund für Zugausfälle auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin sowie Rostock. An 3 Orten in Hamburg seien letzte Nacht Kabelschächte in Brand gesetzt worden, so die Polizei. Ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internetplattform spricht von Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur, die man sabotiert habe. Laut einer Bahnsprecherin sollen die Störungen bis morgen früh andauern. Rund 3000 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland waren heute bei Bundespräsident Steinmeier eingeladen. Zur Eröffnung des Bürgerfestes dankte ihnen Steinmeier im Park seines Berliner Amtssitzes Schloss Bellevue für ihren Einsatz und sagte, sie stünden für die vielen, die unser Land tagtäglich zusammenhielten. In den Flutgebieten in Griechenland gehen die Rettungsaktionen weiter. Hunderte Menschen sind heute in Sicherheit gebracht worden. Seit Anfang der Woche hatte das Sturmtief Daniel für Regenmengen in Rekordhöhe gesorgt. Mindestens 10 Menschen sind in Griechenland ums Leben gekommen. Zahlreiche Dörfer sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schäden der Flut sind enorm. Experten sprechen von Kosten in Milliardenhöhe. Schwere Regenfälle haben auch in Hongkong zu massiven Überschwemmungen geführt. Straßen und U-Bahn-Stationen sind geflutet worden. Erdrutsche blockieren Verkehrswege. Der Nahverkehr wurde eingestellt, Schulen geschlossen. Die Polizei teilte mit, dass mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen seien und mehr als 100 weitere verletzt wurden. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der G20 am Wochenende in Indien treffen, fällt natürlich vor allem auf, wer nicht dabei ist. Wladimir Putin, den vermisst allerdings auch keiner. Auch jene Staaten, die mit Russland weiterhin freundliche Beziehungen pflegen, wissen, dass seine Anwesenheit diesen Gipfel gesprengt hätte. Was allerdings wie ein Paukenschlag wirkte, war die Absage des chinesischen Präsidenten. Das ist vor allem für den indischen Gastgeber ein Affront, zumal Indien bei diesem Gipfel auch seine eigenen Machtansprüche demonstrieren möchte. Eindrücke aus Neu-Delhi von Norman Odenthal. Wenn die Anspannung wächst, hat sich Yoga bewährt. Lach-Yoga am besten. So macht man's in Delhi und Indiens Hauptstadt hat ja in der Tat einiges vor sich. Strecken und Recken in Höchstform will hier jeder sein, das ganze Land. Indien setzt in diesen Tagen Maßstäbe, wie man sein Land der Welt auf internationaler Bühne präsentiert. Mr. Modi hat den G20-Gipfel nach Indien gebracht, zum ersten Mal. Er leistet großartige Arbeit für unser Land. Er ist sehr fähig. Ich wünschte, jedes Land hätte einen derart fähigen Anführer wie Mr. Modi. Narendra Modi ist der Vorturner der Nation, zeigt sich beim Yoga so beweglich wie auf der politischen Bühne. Einzelsport, Mannschaftssport für sich allein und doch gemeinsam mit anderen. Wer will, kann darin auch den Rhythmus modischer Außenpolitik erkennen. Es geht darum, die Unabhängigkeit des eigenen Handels zu bewahren und doch gleichzeitig eine Führungsmacht im internationalen System zu sein, die zwar eingebunden ist und andere einbindet, die aber nicht als purer Empfänger globaler Regeln und Ideen agiert, sondern selbst Regeln und Ideen einbringt. Selbstbewusstsein Indien strotzt nur so und nicht zu Unrecht. Symbolisch die jüngsten Erfolge in der Raumfahrt. Im Siegestaumel träumen viele vom unaufhaltsamen Aufstieg der Nation. Indien ist nicht nur dabei, Indien ist vorn. In diesem wunderbaren Moment gratuliere ich meinen 1,4 Milliarden Landsleuten, die meine Familie sind. Ich gratuliere zu ihrer harten Arbeit, ihrem Talent. Indien hat den Südpol des Mondes erreicht. Keinem anderen Land ist das vor uns gelungen.
Auch in der irdischen Machtarithmetik will Delhi nun zeigen, dass es ein Faktor ist, die Stimme des globalen Südens. Der Gipfel ist die Gelegenheit. Der Gastgeber wird von vielen Seiten umschmeichelt, was eine Menge Optionen bietet, aber auch Fallstricke. Die Risiken sind enorm. Russland und der Westen rasseln aneinander, China und der Westen rasseln aneinander, China und Indien rasseln ebenso aneinander. Und dann kommt dieser Gipfel, zu dem weder Russlands Präsident noch Chinas Präsident anreisen. Die Botschaft ist klar, die Welt wird immer polarisierter und Indien muss gut überlegen, wo es steht. Und die Welt muss überlegen, welchen Partner man mit Indien gewinnt. Riesiger Markt, Wirtschaftsmotor, Atommacht, aber zugleich ein Armenhaus mit extremen sozialen Spannungen. Dazu der hindu-nationalistische Kurs der Regierung Modi, der Minderheiten das Leben immer schwerer macht. Ein komplexes, kompliziertes Land also. Es wird nicht leicht mit Indien, aber, so viel scheint klar, ohne Indien geht gar nichts mehr. Mit das schwierigste Thema beim G20-Gipfel wird der Umgang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine sein. Ob es gelingen wird, dazu irgendeine Erklärung zustande zu bringen, bei der außer Russland zumindest alle anderen unterschreiben. Dass der Angriff auf die Ukraine eindeutig verurteilt wird, das dürfte wohl eher unwahrscheinlich sein. Die ukrainische Armee sagt unterdessen, dass sie bei ihrer Offensive weiter vorankomme, vor allem in der Region Saporischschja. Ein wichtiger Erfolg war für sie die Einnahme der Ortschaft Robotine. Dort hatten sich die russischen Besatzer hinter besonders stark befestigten Verteidigungswällen verschanzt. Henna Hebestreit war bei ukrainischen Stellungen nahe der Front. Gegen manche Eindringlinge ist selbst das ukrainische Militär machtlos. Wir sind im vorgeschobenen Posten einer Aufklärungseinheit südlich von Saporischschja. Reker, so sein Kampfname, beobachtet mit seinen Kameraden russische Stellungen an der Front. Drohnen liefern solche Bilder rund um die Uhr. Im Moment haben wir die Situation unter Kontrolle. Der Feind versucht jetzt keine Gegenaktionen. Manchmal beobachten wir, wie sie sich irgendwo weiter entfernt sammeln für einen Angriff. Heute sieht es nicht so aus, als machten sie Druck auf Robotinje. Und so haben sie etwas Zeit, von sich zu erzählen. Dmytro ist Offizier und Fernsehmoderator. Im Zivilleben hat er Olympische Spiele kommentiert und als Kampfsportler sogar Medaillen errungen. Ich denke, Kampfkunst und Krieg haben viel gemeinsam. Es ist nur so, dass der Krieg mit moderneren Waffen gekämpft wird und dass es hier leider keine Regeln gibt. Wer hier draußen ins Gefecht zieht, kämpft nach seinen eigenen Regeln. Kaspar und Direktor, so ihre Rufnamen, führten einen Stoßtrupp bei der Befreiung von Robotinje. Auf dem Schlachtfeld musst du dir ständig sagen, dass du überleben willst. Das ist das Wichtigste. Glaubst du, du könntest sterben? Wirst du das auch tun und deine Kameraden müssen dich vom Schlachtfeld holen. Das ist keine gute Variante. Damit auf dem Schlachtfeld möglichst wenige zurückbleiben, setzen sie Drohnen ein. Zur Aufklärung, aber auch als Waffe, wenn sie Granaten über solchen Gräben abwerfen und zuschauen, was da unten passiert. Ich empfinde nicht mal Hass gegenüber dem Feind oder Wut. Ich mache nur meinen Job, um mein Land zu verteidigen. Wenn man Emotionen und Ehrgeiz in diese Arbeit mit einbezieht, ist das der schlimmste Feind. Du kannst dann nicht mehr klar denken. Ihre Welt hier draußen ist klar strukturiert in Freund und Feind. Und wer ihnen das Essen streitig macht, sollte schon ein Mäuschen sein. Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter, Heinz, mit Wirtschaft. Und dem Blick auf die Apple-Aktie. Ihr Kurs ging in dieser Woche mehrere Prozent nach unten, hat inzwischen aber auch wieder etwas davon wettgemacht. Valerie Haller, was ist da der Hintergrund?
Das ist vermutlich die Retourkutsche für das Huawei-Verbot der Amerikaner, das noch auf die Trump-Zeit zurückgeht. Auch die Ausfuhr bestimmter Computerchips und Maschinen haben die Amerikaner untersagt. Ganz klar mit dem Ziel, Chinas Aufstieg auszubremsen. Nun das Verbot der iPhones in einigen chinesischen Behörden und Staatsunternehmen mit der Begründung Sicherheitsbedenken. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Das trifft den Konzern. China ist nach den USA Apples zweitwichtigster Markt, der bislang etwa 1/5 des Umsatzes ausmacht. Entsprechend heftig zunächst die Reaktion an der Börse, ein Minus von 4% in dieser Woche rund um die Gerüchte eines möglichen Verbots. Apple gerät nun also zwischen die Fronten der amerikanisch-chinesischen Auseinandersetzungen. Die Sorge ist, dass die Amerikaner auf das Verbot mit einem Gegenschlag reagieren könnten, was den schwelenden Handelskonflikt mit China weiter verschärfen würde. Für Apple jedenfalls wird China mehr und mehr zum Risiko. Valerie Haller, vielen Dank. Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Europameisterschaft ihren Titel im Grand Prix Spezial verteidigt. Einen Tag nach der EM-Silbermedaille mit der deutschen Mannschaft dominierte die 37-Jährige die erste von 2 Einzelentscheidungen. Und das deutsche Basketballteam hat es geschafft ins WM-Finale. Und da spielt es am Sonntag gegen Serbien um den Titel. Zu sehen hier im ZDF ab 14:15 Uhr. Erreicht hat die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder dieses Endspiel durch einen Halbfinalsieg gegen Olympiasieger USA. Der Moment, als alle Dämme brechen. Erstmals steht ein deutsches Basketballteam in einem WM-Finale. Und das nach einem wahren Krimi gegen die mächtigen USA. Ja, dass wir das jetzt so gepackt haben und da jetzt stehen, wirklich, und jetzt das erste Mal im Finale stehen, USA geschlagen haben, ist boom. Einen komfortablen 12-Punkte-Vorsprung hätten die Deutschen beinahe noch verspielt. Anthony Edwards verkürzt den Rückstand der US-Amerikaner auf 3 Punkte. Eine hektische, nervenaufreibende Schlussphase, in der Andreas Obst kühlen Kopf behält. Mit 24 Punkten bester Korbjäger. Und Kapitän Dennis Schröder übernimmt Verantwortung. So bleibt es am Ende beim deutschen Vorsprung, einem knappen 113:111. Wirklich jetzt WM-Finale, die Amis rausgehauen. Also besser wird's nicht. Ich hoffe, es wird noch besser, meine ich. Das meine ich. Dann nämlich, wenn Serbien am Sonntag im Finale geschlagen werden sollte. Das wäre echt eine Sensation. Von uns war es das für heute. Weiter geht's mit der Heute-Show. Die ist zurück aus der Sommerpause. Und um 0:20 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Das wird ein Spätsommerwochenende, denn das Hoch Patricia hält noch ein Weilchen durch und wird sich erst Anfang der kommenden Woche Richtung Osten verabschieden. Dann übernehmen immer mehr Tiefs und Sie sehen schon, da sind eine ganze Menge Tiefs im Westen schon unterwegs. Heute Nacht ist es meist klar, hin und wieder bildet sich etwas Nebel und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 17 Grad am Niederrhein und 10 Grad in Bayern. Und morgen liegen dann die Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad im Allgäu und 33 Grad am Oberrhein. Es gibt also meist Werte um die 30 Grad. Ja, und deswegen gibt es morgen auch sehr viel Sonnenschein bei einem nur schwachen Wind aus südlichen Richtungen. Vielleicht gibt es im Nordwesten mal ein paar Wolkenfelder und aus den Alpen heraus vielleicht am Nachmittag mal eine Quellwolke. Das bedeutet auch, dass morgen die Waldbrandgefahr hier im Nordosten recht groß ist. Und das bleibt sie auch am Sonntag, denn da ändert sich das Wetter gar nicht. Es bleibt nach wie vor sehr sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 33 Grad. Aber diese Temperaturen werden sinken. Bis zur Wochenmitte erwarten uns dann nur noch Höchstwerte zwischen 18 und maximal 26 Grad. Und das Wetter wird sich auch gravierend ändern, denn spätestens in der Nacht auf Dienstag setzen dann von Westen kräftige Regenschauer und Gewitter ein und dann ist der Temperatursturz da. Ich möchte Ihnen noch einen Hurrikan zeigen. Hurrikan Lee hat sich entwickelt. Es ist ein Major Hurrikan. Das bedeutet, er hat eine der höchsten Kategorien, 4 oder 5. In ihm treten Windgeschwindigkeiten über 250 Kilometer pro Stunde auf und er wird wohl nördlich der Karibik erst mal weiterziehen. Ob er dann die US-amerikanische Ostküste trifft, behalten wir im Auge. Guten Abend.